Shalom und herzlich willkommen bei Liebe Israel. Unser Bibellehrer Dr. Baruch Kormann wohnt und arbeitet in Israel. Es ist sein Anliegen, die Bibel mit Hilfe der Ursprungstexte zu erklären. Er verbindet das Alte Testament mit der Botschaft des Neuen Testaments und erläutert wichtige Inhalte. Gerade in unserer heutigen Zeit ist das intensive Bibelstudium so wichtig wie noch nie zuvor. Denn nur das Wort Gottes hält wirklich das, was es verspricht, heute und für die Ewigkeit. Wenn dir unsere Videos gefallen, schreibe uns einen Kommentar und abonniere den Kanal. Das Liebe Israel-Team wünscht dir Gottes Segen. Herzlich willkommen wieder zu Liebe Israel. Heute haben wir ein Thema, was viele Christen eigentlich gar nicht beschäftigt, aber was trotzdem interessant ist, weil es ein biblisches Thema ist. Und zwar geht es um das Fasten. An was denkst du, wenn du das Wort Fasten hörst? Abnehmen? Ja, vielleicht. Oder an die Zeit nach Aschermittwoch, wo man vielleicht auf Fernsehgucken verzichtet oder auf Süßigkeiten oder auf Alkohol. Vielleicht auch das. Baruch wird uns heute erklären, was die Bibel zu dem Fasten zu sagen hat. Baruch? In regard to this very important question, Bezüglich dieser wichtigen Frage, like to summarize in a general sense what the Bible says concerning fasting. möchte ich eine kleine Zusammenfassung geben, ganz generell, was die Bibel über das Fasten sagt. First of all, there is no fasting without prayer. Zuerst mal gibt es kein Fasten ohne Gebet. Fasting without prayer is a diet. Fasten ohne Gebet, das ist eine Diät. So we always pray and fast together. Also bedeutet das, dass wir immer beten und fasten, das gehört zusammen. Now, the purpose for fasting Der Zweck des Fastens is to weaken the flesh, the body. ist, dass wir unseren Leib, unseren Körper schwächen, When we are weak physically, wenn wir physisch schwach sind. it creates the situation for the spirit to move in a more powerful way. Dann bereiten wir die Möglichkeit für den Geist, sich ganz mit Kraft zu zeigen. So fasting weakens the flesh, Also das Fasten schwächt das Fleisch, but strengthens the spirit. aber stärkt den Geist. Now, what's the outcome of this? Was kommt dabei heraus? Fasting enables us to hear better from God. Fasten ermöglicht es uns, dass wir Gott besser hören können, besser zuhören können. We want to hear from God because we want to obey God. Wir möchten von Gott hören, wir möchten ihm zuhören, weil wir ihm gehorsam sein wollen. Fasting is not something we do to try to impress God to do our will. Fasten ist also nicht etwas, das wir Gott beeindrucken wollen, damit er unseren Willen tut. Fasting is so that we can hear and obey the will of God. Fasten bedeutet, dass wir hören und gehorsam sein können, und zwar dem Willen Gottes. Fasting positions us so we can receive revelation from God. Fasten versetzt uns in die Lage, Offenbarungen von Gott zu bekommen. So we fast because we don't want to walk in the flesh. Wir fasten also, weil wir nicht im Fleisch leben wollen. We fast because we want to hear from God. Wir fasten, weil wir auf Gott hören wollen. And we fast because we want to implement the will of God into our life. Und wir fasten, weil wir den Willen Gottes in unser Leben integrieren wollen. Fasting will put us in a stronger position against the enemy. Fasten versetzt uns in eine stärkere Position gegenüber dem Feind. When we speak about the activity of Satan and demons and unclean spirits, Wenn es darum geht, um die Aktivität des Teufels, des Satans, um böse Geister, unreine Geister, they move within the flesh, the natural part of
a human being. Die bewegen sich ja im Fleischlichen, in dem natürlichen Teil des Menschen. Fasting is a weapon against them. Und Fasten ist eine Waffe dagegen. So once more, we can understand the purposes of God. Also wir können die Absichten Gottes verstehen. So we don't fast and say, God, look at what I'm doing for you. Wir fasten also nicht und sagen, also Gott, jetzt guck mal, was ich für dich mache. Because I'm fasting, please do this for me. Und weil ich jetzt faste, also deswegen musst du doch jetzt bitte das für mich tun. That's not fasting, that is a form of idolatry. Das ist kein Fasten, das ist eine Art von Götzendienst. Fasting empowers us to do God's will. Fasten macht uns dazu bereitet uns darauf vor, Gottes Willen zu tun. When we look at individuals who fasted, Wenn wir uns Menschen ansehen, die gefastet haben, we learn from Daniel that he fasted in opposition to the enemy. wir lernen von Daniel, dass er im Kampf gegen den Feind gefastet hat. We see, for example, Ezra fasted in order to accomplish the journey that God gave him to do. Wir sehen zum Beispiel, dass Esra gefastet hat, damit er die Reise antreten konnte, die Gott von ihm wollte. Fasting produces obedience. Fasten verursacht oder bringt Gehorsam hervor. We see that Messiah said, after he would ascend to the heaven, his disciples will fast. Wir sehen auch, dass der Messias gesagt hat, Jesus, wenn er zum Himmel aufgefahren ist, dann werden seine Jünger fasten. Usually fasting is a very private thing. Normalerweise ist Fasten eine sehr persönliche Angelegenheit. But in the Bible, Aber in der Bibel there's some national fasting days. gibt es auch nationale Fastentage. For example, in the book of Zechariah, Zum Beispiel im Propheten Zacharia. we see 4 fast days, Da sehen wir 4 Fastentage. all having to do with remembering the horrible thing of exile because of the Babylonians. Und da geht es bei allen 4 Fastentagen darum, dass man sich an die Dinge erinnert, an die schlimmen Dinge, die im Zusammenhang mit dem Exil, mit den Babyloniern stehen. It was Judah's idolatry Es war Judas, der Götzendienst von Juda. I'm speaking about the southern empire called Judah, Ich spreche jetzt über das südliche Reich, das Juda genannt wird, that empowered the enemy to come and take the Jewish people into exile. Durch das Verhalten von Juda konnte der Feind kommen und sie ins Exil führen. Fasting is always seeking the purpose of God to carry it out. Also Fasten bezieht sich immer darauf, dass wir den Zweck Gottes, die Absichten Gottes suchen, um sie zu tun. I want to finish this question with those words. Ich möchte diese Frage mit folgenden Worten beenden. Shalom from Israel. Shalom aus Israel. Finden Sie die Materialien und Informationen von Liebe Israel hilfreich? Helfen Sie uns beim Verbreiten biblischer Wahrheit und bringen Sie Ihre Gaben ein. Wir suchen Übersetzer und eine männliche deutsche Stimme für das Voice-Over der Videos. Haben Sie Fragen dazu? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail. liebeisrael@gmail.com